Nach dem Workshop haben sich typischerweise eine ganze Reihe von Punkten verändert. Erstens ist den Teilnehmenden danach klar, was die eigenen mentalen Strategien in bestimmten Situationen sind und was diese bewirken. Zweitens ist den Teilnehmenden danach klar, was eine stärkende und was eine schwächende mentale Strategie körperlich bewirkt, und das ist sehr lehrreich. Deswegen mache ich das immer direkt am Anfang des Kurses, damit direkt klar ist, was für einen riesigen Unterschied der mentale Bereich, der Kopf, macht. Drittens lernen die Teilnehmenden, wie man sich wunderbar selbst steuern und wie gewünscht beeinflussen kann, und man lernt auch, wie man da erste Schritte entsprechend machen kann. Das heißt, man erlernt ein gewisses Handwerkszeug. Viertens ist den Teilnehmenden danach bewusst, wie Stress entsteht und welche Möglichkeiten der Einflussnahme wir haben. Und hier lernen die Teilnehmenden auch, wie man akuten Stress mit einem Tool rasch innerhalb von 1-2 Minuten deutlich reduzieren kann. Fünftens sind wir schon, die Teilnehmenden lernen ihr intuitives Wissen anzuzapfen. Dieses Wissen braucht man, um in den Bereich zu kommen, wo die Dinge quasi wie von selbst, ohne das Zutun gefühlt, passieren. Interessanterweise hängen selbst Spitzensportler meist eine Stufe darunter an ihrem inneren Bedenkenträger, an ihrem inneren Antreiber fest, und in dem Workshop lernt man einen guten Umgang mit diesen inneren Anteilen, um mehr und mehr in den Bereich zu kommen, wo die Dinge quasi wie von selbst passieren. Und sechstens sind wir, ein wichtiger Punkt, speziell für Teams, für Firmen, die Teilnehmenden lernen, dass die Verantwortungsübernahme einen stärkt, einen in die Kraft bringt und gerade nicht, wie oft angenommen, einen schwächt. Das ist, wie gesagt, ein wichtiges Thema, was ich viel mit Teams mache und hier schon viel positive Rückmeldung bekommen habe, weil das draußen in den Firmen oft ein Thema ist. Wie gehen wir damit um, dass Verantwortung übernommen wird und nicht weggeschoben? Ja, das sind die wichtigsten Punkte. Diese 6 weitere Punkte in Kürze sind, dass wir uns angucken, eine zielfokussierende Sprache. Wie gehen wir mit dem Thema um Bounce Back? Das heißt, wenn was schiefgegangen ist, dass wir schnell wieder zu unserer Leistung, zu unserer Performance kommen. Und auch das Thema, wie bereite ich mich gut auf wichtige Ereignisse, auf Prüfungen und so weiter vor.